Und wo fliegst du hin? Wo fliegst du hin? Nirgendwo. Achso. Ich dachte, hier sind die Reisebücher. Nein. Das ist eigentlich das Dümmste, so ein Reisebuch. Dann fliegt man weg, hat nicht viel Gepäck und nimmt dann noch ein schweres Buch mit. Also, was hast du? Ich warte eigentlich gerade nur auf einen Freund. Nee, ich suche eigentlich gar nichts. Ich suche nichts bestimmt. Ja. Irgendwas. Ich auch nicht. Und du wartest hier auf einen Freund? Ja. Ich bin eigentlich draußen, aber ich gehe halt hier durch. Hier ist es interessanter als draußen auf der Straße komische Menschen anschauen oder so. Menschen können auch interessant sein. Ja, gibt's auch hier drin, wie du siehst. Ja. Tschüss. Und du kommst hier aus Köln? Eigentlich. Achso, ich bin heute hier. Das heißt? Ja, aus Frankfurt. Also wohne ich zurzeit. Ist er so weit wie dein Freund? Ja, Schon nett. kann man mal ab und zu machen. Na, ich fahre eigentlich die ganze Zeit rum, also ich wohne gar nicht fest in Frankfurt. Achso, du machst Fotos? Auch, ja. Ich verstehe. Also hauptsächlich, ich schreibe gerade ein Buch. Wie man billig reisen kann, also wie man so billige, aber nicht so, wo man hinfliegen kann, sondern wie man halt billige Flüge findet oder billige Hotels, Preisfelder und sowas. Und werde ich aber digital verkaufen, nicht als Papierbuch. Wieso? Weil das dann praktisch ist mit dem... Ja, ist schon schön, aber das sind... Mitschleppen. Man braucht halt die ganzen Links und so, die man anklicken kann. Deshalb ist es halt gerade in dem Fall praktischer, wenn man das auf dem Rechner hat. Ja, das stimmt. Und ja, nicht in Papierform. Das stimmt. Nein, klar. Papier ist schon schön. Ja. Ich habe jetzt bei mir zu Hause aufgeräumt. Ich habe 5 Bücherkisten zum Flohmarkt gegeben. Oh Gott. Und es sind immer noch das gar 3 da. Ja, irgendwann kommt der Punkt, da muss man das. Du hast auch eine riesen Büchersammlung zu Hause. Ja, also ich habe halt alles mit meinen Eltern noch gesammelt. Das ist alles bei meinen Eltern. Ja. Das ist eine ganze Wand voll wie eine Bibliothek. Und dann im Keller auch noch ganz viele. Achso, aber du wohnst bei denen nicht mehr? Also teils. Also eigentlich schon. Achso, das Mehr heißt oder immer, wenn du weniger. da bist, dann sagen sie, wann nimmst du eigentlich deine ganze Büchersammlung mal mit? Also bei meinem Vater, sagen wir so. Ja. Meine Mama wird auch noch mal woanders essen. So. Ist ein bisschen kompliziert. Ja. Das heißt, du bist auch gut unterwegs. Ja, es geht eigentlich. Also mir fehlt das Geld. Nein, aber deshalb pendest du immer zwischen deinem Vater und deiner Ja, eigenen Wohnung genau. hier. Also in Köln wahrscheinlich dann. Nee. Genau. Da war ich meinen Lebtag noch nicht. Noch nie? Nein, Das ist noch nicht so sehenswert. denke ich. Nee. War ich mal Das weiß ich nicht, da war ich. am Bahnhof. Ich weiß nur, dass da ein Gefängnis ist. Weiß ich nicht. Achso, und deshalb willst du da nicht hin. Nee, keine Ahnung. Ja, dann pass auf, dass du dich benimmst, dass du dich nicht irgendwann, unfreiwillig nach umziehen musst. Nein, da sorge ich mich nicht drum. Also, was machst du jetzt hier in Köln? Ich wollte eigentlich ein paar Sachen kaufen. Klamotten und sowas. Also, jetzt bist du im falschen Geschäft gelandet. Ja, die Klamotten wollen mich nicht. Alles zu groß oder Ich was? wollen die Bücher nicht. Nee, ja, also zu groß oder ich weiß nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Vielleicht bist du einfach zu wählerisch. Ja, das stimmt, das denke ich mir auch. Aber ich kann ja nichts kaufen, was mir nicht gefällt. Nee. Nein, finde ich eigentlich gut, weil gerade Frauen, die kaufen ja auch viel so nach Gefühl, gehen so rein, so, oh, das sieht jetzt ganz schön aus, kaufe ich mal, mal schauen, ob ich es dann mache. Genau. Nicht. Bei dir das ist wahrscheinlich so, dass wenn du was hast und das muss dann wirklich so perfekt zu dir passen. Ja, also perfekt nicht, nimmst aber irgendwie, das ist. Ich habe immer so Kriterien. Also eigentlich habe ich keine Kriterien, aber irgendwie. Du hast Kriterien, aber du weißt nicht welche. Oder du könntest sie nicht benennen. Ich könnte sie schon benennen, aber eigentlich sind die mir nicht. Also. Mein einziges Kriterium ist halt, das muss schön sein. Ja, das ist gerade bei Kleidung mir schon mal wichtig. Und halt, was mich stört, ist, dass so alles gleich aussieht. So. Also, weißt du, was ich meine? Also du versuchst Sachen zu finden, die nicht auch noch 3 andere auf der Straße Ja, haben. also ich will jetzt nicht unbedingt anders aussehen, weil, also, sonst würde ich jetzt nicht Nike oder so tragen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also jeder kauft ja meistens die Sachen, die gerade im Trend sind, weil sie im Trend sind. Nicht, weil sie wirklich einem gefallen, sondern weil sie gerade im Trend sind. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und das will ich vermeiden. Deswegen müssen mir die Sachen halt wirklich gefallen. Das
Also Ich weiß nicht, ob du sowas verstehst. zeitlose Kleidung. Ja, das hat den großen Vorteil, man muss nicht jedes Jahr neu kaufen. Ja. Und machst es dann auch manchmal so, das habe ich vorher gemacht, als ich mir die Sachen noch nicht im Internet gekauft habe. Ich bin immer gegangen, wenn ich was Schönes gefunden habe, habe ich es nicht gekauft, sondern bin dann am nächsten Tag oder am nächsten Wochenende Ja. nochmal gekommen. Und wenn es mir dann immer noch gefallen hat, Ja. dann habe ich es gekauft. Machst du auch? Ja. Okay. Wenn dann das Geld noch da ist, nach einer Woche. Naja, wenn nicht, dann war das Geld offensichtlich für was anderes wichtiger. So kann man es auch sehen. Insgesamt. Eine Priorität. So, ich fürchte, ich muss mal langsam wieder runter. Alles klar. Ja, aber bist du öfters in Köln? Oder nur ganz selten? Ja, ab und zu. Ja, ich nämlich auch. Ab und zu. Wenn du möchtest, können wir in Kontakt bleiben. Und falls wir zufälligerweise wieder in Köln sind am selben Tag, Können wir gerne machen. ist... Ich weiß es nicht, mal schauen. Eventuell. Wird sich herausstellen. So, mal schauen, kannst du deine Nummer auswendig? Ja. Also, wie schreibt man nicht mit I oder? Ja. Richtig. Köln schreibe ich. Okay. Hast du so viele hinter mir? Eine. Ich verstehe. Nein, falsch. Also ich habe ja eigentlich kleine Finger, ne? Aber was das hier soll, das weiß ich auch nicht. Ja, So. kleine Finger, aber nicht so zielsicher. Nee, ich glaube, das lag an der linken Hand. Achso. Hast du keinen WhatsApp? Ich habe Flugmodus, Achso. weil ich habe nur noch 10% Akku. Achso, verstehe. Bleibst du hier oben oder musst du auch runter? Ich bleib noch oben. Ja. Ich bin ja gerade erst gekommen. Achso. Ich bin die Treppe hochgehen. Achso, ist mir nicht aufgefallen. Achso, oh. Ach nee, du bist Nein, ich gekommen, bin von da ich hier vorne. stand. Ja, du standest da. Ich wollte gerade die Treppe runtergehen und dann habe ich gemerkt, dass es die falsche Richtung ist. Na gut, Okay, alles klar. dann hat mich gefreut. Bis irgendwann mal vielleicht. Ja. Okay. Tschüss.